Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und ich habe heute für euch ein absolutes Fanauto dabei, und zwar den Suzuki Jimny, aber als Nutzversion. Und warum der jetzt hier als Nutzversion steht, das erkläre ich euch genau in diesem Video. Und was werden wir alles gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, wir werden über den Innenraum sprechen, über den Motor und ihn auch gemeinsam fahren. Und das Interessante daran ist, wir werden ihn jetzt hier in der Stadt fahren. Jan hat für euch einen Offroad-Test gemacht. Heißt, ihr habt den perfekten Vergleich, egal ob ihr das Auto für den Offroad-Bereich kaufen möchtet oder eben für die Stadt. Bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir. Würde mich tierisch freuen, ist eine gute Sache. Und was wir jetzt machen, ist uns erstmal den Jimny gemeinsam anschauen. Kommt mit! Ja, wenn ihr vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Optik von unserem Jimny, und ich habe den euch ja schon mal in so einem quietschgelb vorgestellt, damals nicht als Nutzvariante, sondern eben noch mit Rückbank. Hier haben wir jetzt leider keine Rückbank mehr drin. Warum das so ist, erzähle ich euch später bei den Motoren. Ihr habt jetzt hier viele Lacke, die ihr auswählen könnt, aber für mich ist diese Lackfarbe die schönste, und zwar ist es Jungle Green, und es passt wie die Faust aufs Auge auf dieses Auto. Ich finde es wirklich mega, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr es so findet, aber in Kombination eben mit diesen vielen schwarzen Elementen, die wir jetzt hier haben, die natürlich hauptsächlich aus Plastik sind, aber eben perfekt für den Offroad-Einsatz oder auch für den Einsatz in der Stadt sind. Passt schon ganz gut. Hier vorne dann das Suzuki-Zeichen. Ich muss mich mal räuspern, habe ein bisschen eine belegte Stimme. Und wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Streben. Erinnert auch so ein bisschen an den Jeep Wrangler von vorne. Genauso wie die Kulleraugen, die wir jetzt hier haben. Die Leuchten gibt es jetzt hier als Halogen. Machen ein okayes Licht. Das modernste ist es an dieser Stelle jetzt nicht. Das muss man sagen. Für den Förster reicht es aus. Auf der Autobahn hätte ich mir jetzt ein bisschen besseres Licht gewünscht. Hier unten haben wir dann einen sehr hohen, einen sehr robusten Unterfahrschutz. Schaut euch den mal an. Und wir haben jetzt hier auch noch mal so knufflige Nebelleuchten hier an der Seite. Und wenn wir jetzt mal ins Profil gehen, sprechen wir vielleicht über die Maße, und da ist es super interessant, denn der Jimny ist genauso lang wie so ein VW Up, nämlich 3,65 Meter. Er ist relativ kurz, macht ihn für mich dann in der Stadt natürlich perfekt. Ich finde ganz gut einen Parkplatz damit. 1,65 Meter ist er dann breit und 1,71 Meter hoch, quadratisch praktisch gut. Ihr seht es jetzt hier auch an der Seite. Und wenn ich jetzt an der Seite stehe, spreche ich auch so ein bisschen auch noch über die ganze Geländefähigkeit und die Offroad-Fähigkeit. Und erstmal ganz wichtig, Bodenfreiheit haben wir jetzt hier 21 cm, Böschungswinkel sind vorne 36 Grad, hinten 48 Grad. Wir haben jetzt hier eine Stahlfelge in so einem Schwarz. 15. Die hat 15 Zoll. Ich finde, das Rad steht sehr gut hier im Radkasten, und wir haben jetzt hier sehr viel Plastikbeplankung um die Räder. Eben ein wunderschönes Fahrzeug, wie ich finde. Und jetzt vielleicht auch noch zum Fahrwerk. Wir haben Starrachsen vorne und hinten, wir haben Untersetzungsgetriebe, serienmäßig können wir ein Allrad hinzuschalten. Wir haben Schraubfedern und einen Leiterrahmen. Und falls euch alles zum Offroad-Fahren interessiert, dann schaut mal bei Jan ins Review, der ist da bei uns durch die Reben gepaced, ziemlich schnell, ziemlich gut. Dieses Auto hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, von der Seite ein sehr schönes Auto. Türöffner hier vielleicht auch nochmal in so einem Plastik. Ihr könnt auch hier noch ganz klassisch den Schlüssel reinstecken, wenn ihr es möchtet, könnt aber auch ganz normal eben auf den Schlüssel draufdrücken und dann geht die Tür auch auf. Heißt, ist auch modern, funktioniert auch elektrisch. Und jetzt schauen wir uns mal das Heck an. Und ja, wir haben jetzt hier einerseits Suzuki Jimny typisch ein Reserverad dabei. Ich finde, es macht irgendwie was aus und es macht auch was her, vor allem wenn man fährt und hinten im Rückspiegel dann eben dieses Rad seht. Hier dann auch mit so einer schwarzen Kappe nochmal drauf. Sonst von hinten steht hier nochmal Jimny drauf, All Grip. Wir haben hier ein Allrad. Hier unten dann auch nochmal relativ viel Plastik um die Rückleuchten dann hier unten. Für mich ein sehr schönes Auto. Suzuki steht hier auch nochmal drauf. Und jetzt ist ein Kritikpunkt, weil schaut mal, wie der Kofferraum jetzt aufgeht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man hier am Bordstein in der Stadt steht und da den Kofferraum aufmacht, ist es relativ schwer, vom Bordstein dann hier wieder zum Auto zu kommen.
Ihr könnt es euch vorstellen, das ist ein kleiner Kritikpunkt, wenn es um die Stadt geht. Den Förster interessiert es natürlich nicht. Und jetzt schauen wir uns den Kofferraum an und hier sehen wir jetzt, was sich eigentlich hauptsächlich verändert hat in der neuen Generation 2021. Es gibt nämlich nur noch die Nuzzi-Version und die gibt es jetzt auch nur noch mit 2 Sitzen. Die Rückbank fällt weg. Ihr habt jetzt hier 836 Liter Kofferraumvolumen. Die könnt ihr nutzen, wie ihr möchtet. Was ich ein bisschen schade finde oder was ich nicht ganz weiß, das Netz da hinten bzw. dieses Metall, was wir jetzt hier haben, kann man, glaube ich, nicht nach hinten versetzen, auch wenn das hier an der Seite so ein bisschen so aussieht. Ich bin mir aber nicht sicher. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil da vorne kann man ganz gut sitzen, wenn man so groß ist wie ich. Man kann auch ganz gut sitzen, wenn man 1,70 Meter groß ist. Aber wenn man dann schon Richtung 1,80 Meter geht, wird es dann relativ eng. Aber ich zeige es euch dann noch vorne. Hier haben wir dann auch noch eine Steckdose. Die braucht der Förster meistens auch. Eine 230 Volt Steckdose hätte ich mir vielleicht auch noch gewünscht. Doppelten Ladeboden habt ihr jetzt hier nicht. Ihr habt hier nur was, um Rad zu wechseln, oder? Ja, es ist fürs Radwechseln. So Mechaniker bin ich dann auch nicht und auch nicht so ein Förster. Aber ja, so viel zu hinten. Leider keine zweite Rückbank mehr und ich erzähle euch jetzt auch, warum das so ist, weil wir gehen jetzt gemeinsam vor und ich erzähle euch noch was zum Motor. Und dafür machen wir jetzt mal die Motorhaube auf. Und da ist er jetzt hier. Erstmal zu den Leistungsdaten. Der hat jetzt 1,5 Liter, ist ein Saugbenziner mit 102 PS und 130 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Fährt VMAX 145 km/h. Ich habe keine Beschleunigungsdaten auf 100 gefunden. Ich schätze mal, dass es ungefähr so 13 Sekunden sein wird. Wir werden nachher auch noch mal ein bisschen schneller fahren, so schnell wie es halt hier eben in der Stadt geht. Jetzt kommen wir dazu, warum wir jetzt hier nur noch die Nutzversion haben. Und zwar dürfen die Emissionswerte im Schnitt nur bei 95 Gramm CO2 liegen. Hier haben wir jetzt aber irgendwas über 170 Gramm. Heißt, man musste von Suzuki aus entscheiden, dass man dieses Auto nur noch als Nutzvariante zulässt. Da sind die Regelungen ein bisschen anders. Was ein bisschen schade ist, weil ihr werdet jetzt hier nicht mehr die 4-Gang-Automatik haben, sondern nur noch die 6-Gang-Handschaltung. Ich fand die Automatik jetzt ziemlich gut und ihr habt halt eben nur noch diese 2 Sitze. Aber ich wollte euch das Auto trotzdem zeigen, weil ich finde, es ist trotzdem noch ein absolutes Kultauto, ein super cooles Auto und wie sich der jetzt gleich im Stadtverkehr fährt, erfahrt ihr gleich. Erstmal zeige ich euch aber noch kurz den Innenraum da vorne und dann fahren wir gemeinsam los. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und Jan hat erst mal gesagt, wackel am Auto, zeigt das den Leuten. Ich weiß gar nicht, wie ich am Auto wackeln soll, doch man sieht's. Ja, er wackelt gut. Jetzt habe ich es euch gezeigt und jetzt sprechen wir über den Innenraum und erstmal fangen wir mit den Sitzen an. Und die sind jetzt sehr aufrecht stehend. Sie haben jetzt hier so einen Stoffbezug, der sehr angenehm auf der Haut liegt. Fast keinen Seitenhalt, geben wirklich hier nur mit diesen Seitenbacken ganz leichten Seitenhalt. Sie sind aber bequem, für die ganz lange Strecke sind sie aber nicht gemacht, aber dafür ist dieses Auto auch nicht konzipiert. Und wenn ihr jetzt seht, wie ich in diesem Auto sitze, komme ich perfekt hier an die Kupplung und an die Bremse dran. Ich bin aber 1,64 Meter klein, heißt, wenn da jetzt jemand mit einer größeren Größe sitzen würde, wird es leider schon ein bisschen eng. Ja, schaut mal beim Jan ins Review, da seht ihr, wie ein Riese in diesem Auto aussieht. Er ist 1,88 Meter groß, falls es euch interessiert. Und dann schauen wir vielleicht noch in die Tür. Alles sehr robust, alles eckig und kantig, ich stehe da total drauf und alles aus Hartplastik tatsächlich. Der Türöffner ist das Einzige, was jetzt so ein bisschen Chromfarbe hat. Da habt ihr dann auch noch eine Kindersicherung. Da unten relativ wenig Platz, um was zu verstauen. Eine Flasche findet auf jeden Fall nicht Platz. Hier vorne habt ihr dann auch noch einen Oh-Shit-Händel für den Beifahrer. Der kann sich dann auch gut festhalten, wenn man ein bisschen offroadiger unterwegs ist oder wenn man durch die Stadt irgendwie ein bisschen zu schnell fährt. Ich weiß auch nicht. Hier habt ihr dann auch nochmal Lüftungsdüsen, die ihr so manuell zumachen könnt. Auch nochmal eine Ablagemöglichkeit und hier dann ein Handschuhfach. So viel dazu. Kleiner Kritikpunkt ist, ich weiß nicht wirklich, wo ich mein Handy ablegen soll, weil ihr seht, Mitteltunnel ist hier eigentlich nicht wirklich vorhanden. Ihr habt hier vorne dann so eine kleine Fläche, da passt mein Handy gerade so rein, aber eben nur gerade so. Wir haben jetzt hier die Parkkarten drin. Ihr habt jetzt hier die 5-Gang-Handschaltung, die 4-Gang-Automatik entfällt leider jetzt in der neuen Modellgeneration. Und hier habt ihr eben alles für den Hinterradantrieb. Ihr könnt hier eben auch den Allradantrieb hinzuschalten und auch die kurze Untersetzung. Wie gesagt, schaut beim Jan ins Review, da erklärt er dann jeweils die verschiedenen Umsetzungen des Getriebes. Und hier unten, sehr, sehr cool, habt ihr auch noch mal zweimal in so einem etwas altertümlich aussehenden Knopf
eine Sitzheizung. Heißt, ihr müsst auch nicht im Winter frieren, wenn ihr durch die Stadt fährt. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir schauen uns hier noch ein bisschen den Innenraum an, beziehungsweise eben das Lenkrad und da vorne das Infotainment-System. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem Lenkrad an. Ich finde, es hat eine gute Größe, ist jetzt hier auch komplett mit Plastik bezogen, daher auch sehr robust. Hier in der Mitte das Suzuki-Zeichen. Hier habt ihr dann alles eben für den Tempomat. Hier habt ihr dann alles für Lautstärkeregelung und habt hier auch die Info. Und wenn ihr auf Info klickt, könnt ihr da vorne den Bordcomputer ein bisschen umstellen. Ich hoffe, ihr seht den jetzt. Ja, relativ schwierig. Ein bisschen sieht man es. Und was kann man also sich anschauen? Den durchschnittlichen Verbrauch, die Reichweite, die durchschnittliche Geschwindigkeit, die Fahrzeit. Ja, solche Sachen sind hier vorne als Information drin. Mehr dann aber auch nicht. Rechts habt ihr dann die Geschwindigkeit, links habt ihr dann die Drehzahl. Finde ich irgendwie cool. Sieht hier so ein bisschen aus wie bei meinem Opa früher so eine alte Box. Hier dann auch nochmal eben eine Lüftungsdüse. Und das war's so eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Wenn ihr hier unten mal schaut, ich hoffe, ihr seht es, das ist jetzt ein bisschen fies, dass ich das sage. Ich nehme mal kurz die Kamera oder ich mache ein Schnittbild drüber. Hier unten macht ihr dann den Tankdeckel auf. Da ist nämlich so ein kleiner Knopf dafür. Ich mache euch, wie gesagt, ein Schnittbild drüber. Und jetzt sprechen wir hier noch über das Infotainment. Und da gibt es gar nicht so viel zu zeigen. Ihr seht, nichts Digitales, kein Schnickschnack, finde ich aber konsequent. Das bräuchte ich jetzt nicht hier drin. Habt hier einmal einen Drehregler für die Lautstärke bzw. für den Tuner. Habt hier dann verschiedene Favoritenknöpfe, wenn ihr das möchtet. Und habt hier dann auch noch das Radio, Media. Und das war es dann auch. Es ist wirklich nur hier alles für die Musik. Bluetooth-fähig ist das Auto auch. Hier unten dann auch nochmal sehr robust in Plastik gehalten die Klimaanlage. Könnt ihr sie eben kalt oder warm einstellen in 4 verschiedenen Stufen. Dann bläst sie auch recht schnell. Hier macht ihr dann die Fenster auf und zu. Das ist auch witzig und ungewohnt, dass es hier in der Mitte ist. Hier habt ihr dann auch noch die Bergabfahrhilfe. Und ja, das war's hier drin im Jimny. Jetzt würde ich sagen, fahren wir hier mal los durch den Stadtverkehr. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit der Fahrt und erstmal zeige ich euch den Schlüssel. So sieht er aus. Ja, wir haben hier noch einen echten Schlüssel. Irgendwie gibt es ja immer seltener. Und jetzt stecken wir den hier vorne ins Schlüsselloch und starten unseren Jimny. Fängt schon mal gut an. Die Handschaltung fängt auch richtig an hier zu wackeln. Es blinkt hier vorne, weil wir tanken sollen. Ja, wir sind dieses Auto eigentlich die ganze Zeit gefahren, so oft wie wir konnten, weil es uns einfach mega Spaß macht. Manuelle Handbremse ist gelöst und wir fahren jetzt in 2H los. Also Heck angetrieben, weil wir da am wenigsten verbrauchen. Das ist sozusagen so ein bisschen der Alltagsmodus. Und wenn wir jetzt losfahren, habe ich euch ja gesagt, wir fahren hier durch die Stadt. Wir fahren jetzt hier durch ein paar Dörfer von uns. Ist genauso schön. Und jetzt auch mein Alltagsprofil. Wir fahren hier meistens durch die Dörfer. Und vielleicht erstmal, wie fährt sich der Jimny jetzt? Er ist super leicht, wiegt nur 1160 Kilo. Wir haben hier Starrachsen drin. Wie gesagt, wir haben einen Leiterrahmen. Der wankt ein bisschen in den Kurven, aber ich finde es super angenehm, wenn ich jetzt hier so sehr hoch sitze, vor allem in der Stadt. Ich habe eine gute Rundumsicht und er ist tatsächlich auch nur so lang wie so ein VW Up. Total verrückt, oder? Heißt, das macht es mir jetzt hier auch sehr einfach. Er ist relativ wendig, hat einen Wendekreis von unter 10 Meter, also 9,80 Meter, was natürlich auch mega cool ist. Auch ebenfalls in der Stadt, aber dieses Auto kann natürlich auch ganz viel Offroad und wenn euch das alles interessiert, schaut wie gesagt beim Jan mal rein. Und jetzt ist eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Wir haben jetzt nur noch diese 5-Gang-Handschaltung. Ich hätte mir mal wieder die Automatik gewünscht. Ich bin jetzt nicht der größte Handschalter-Fan. Bei der Nuzzi-Variante macht die vielleicht durchaus Sinn. Wenn ich jetzt aber mit der auf der Autobahn war, und ja, wir sind damit auch auf die Autobahn gefahren längere Zeit, ist es ein bisschen schade, weil wir haben halt eben nur 5 Gänge. Mir fehlt da so ein bisschen 6er Gang, beziehungsweise die Automatik, die auch in der Stadt ein bisschen komfortabler ist, weil man da nicht so viel nachdenken muss. Berghoch kommt er auch ganz gut. Wir sind jetzt im 4. Gang. Wahrscheinlich ist der 3. Gang besser. Genau, zieht jetzt hier auch sehr gut im Berg hoch. Wir haben jetzt einen angegebenen Verbrauch von 7,7 Liter. Wir haben eher 8,5 bis 9 Liter gebraucht. Das ist in Ordnung. Auf der Autobahn wird es dann aber deutlich mehr und eben auch zu viel. Wir haben jetzt hier eben diesen 1,5 Liter Saugmotor mit 102 PS, 130 Newtonmeter maximales Drehmoment und ja, VMAX 145 km/h. Das ist jetzt kein Leistungsprotz. Hätten wir hier jetzt noch einen anderen Motor, der vielleicht ein bisschen stärker wäre, wäre ich super happy. Für den Alltag reicht es aber, oder auch wenn man beispielsweise die Kiddies zum Kindergarten fährt, beziehungsweise nur das eine Kiddie, weil für 2 ist hier leider einfach kein Platz.
Zur Lenkung vielleicht ist auch ganz interessant, die ist natürlich leicht schwammig, man gewöhnt sich da super schnell dran, auch in der Stadt, liegt aber daran, weil dieses Auto halt eben für den Offroad-Bereich ausgelegt ist. Wir haben eine Bodenfreiheit von 21 cm, Böschungswinkel sind vorne 36 Grad, hinten 48 Grad, heißt, ihr könnt damit auch sehr gut eben durch die Reben hier fahren. Ein Infotainment-System fehlt mir jetzt hier ehrlicherweise nicht, Navigationssystem wäre vielleicht das Einzige, was ich jetzt brauchen würde, da benutze ich aber meistens auch das Handy, heißt, da macht man vorne so ein Pömpel drauf und dann kann man hier auch mit dem Handy ganz entspannt eben sich navigieren lassen. Ein Förster braucht wahrscheinlich sowieso kein Navigationssystem, der kennt seine Wälder in- und auswendig. Aber ja, dieses Auto ist erstmal cool. Es hat einen brutalen Coolness-Faktor. Dieses Auto ist wendig, es wankt wie gesagt ein bisschen in den Kurven, die Leistungsdaten sind in Ordnung, der Verbrauch ist leider ein bisschen zu hoch, um damit wirklich längere Strecken zu fahren. Als Zweitwagen könnte ich mir total gut vorstellen. Und einziger Kritikpunkt jetzt noch am Schluss, man sitzt relativ aufrecht, man kann den Sitz auch nicht in der Neigung wirklich verstellen, heißt, man muss hier auch damit rechnen, dass es eben nicht so bequem ist wie jetzt bei anderen Autos. Was ich jetzt aber sagen würde, ist, dass wir zurückfahren und ich zauber euch noch ein Fazit und erzähle euch, was der Jimny in der Nutzvariante jetzt so kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal, für wen ist so ein Suzuki Jimny in der Nutzvariante eigentlich was? Ja, nicht nur für Förster. Ich habe nämlich beispielsweise gestern mit meinem Nachbar gesprochen, der wohnt über uns, über Jan und mir, und der lebt allein und hat einen Hund. Und der hat zu mir gesagt, Jessie, dieses Auto wäre perfekt für mich, weil ich kann hinten einfach meinen Sammy reinhauen, reinspringen lassen. Ich habe da direkt ein Gitter, ich muss eigentlich nie jemanden mitnehmen, mir reichen diese 2 Sitze. Ich habe einen hohen Einstieg und das Auto sieht auch noch irgendwie cool aus. Und genau für so Leute ist dieses Auto eben was. Oder auch für Mütter, die beispielsweise nur ein Kind haben. Oder auch für ein Pärchen wie Jan und mich wäre das auch ein gutes Auto. Wir können hinten unsere Koffer reinschmeißen. Ja, nur mit der Autobahnfahrt wird es ein bisschen schwierig, weil VMAX 145 km/h, er verbraucht schon relativ viel. Wir haben jetzt 8,5 Liter gebraucht, auf der Autobahn verbraucht er zu viel. Es ist wirklich ein Auto, mit dem man auch so ein bisschen entspannt durch die Stadt fahren kann, wie ich finde. Für Mütter, die mehr als ein Kind haben, ist es auf jeden Fall nichts. Oder auch für Leute, die einfach andere Leute mitnehmen müssen. Das ist leider ein Kritikpunkt. Leider gibt es jetzt auch noch die Nuzzi-Variante. Aber für die müssen sich halt eben am Markt umschauen und die ältere Version mit den 4 Sitzen suchen. Die kostet aber mittlerweile schon einiges. Und jetzt sprechen wir über den Preis. Was kostet der Jimny jetzt hier eigentlich? Er beginnt jetzt bei 21.915 € in der Nuzzi-Variante. Das ist ein guter Preis, ihr kriegt da sehr viel dafür. Er ist aber mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gern bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Review von Jan oder von mir. Abonniert den Kanal, würde mich tierisch freuen, falls euch das interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!